Hallo, du hörst Writer's Statement mit Stefanie Rehn, ich bin Drehbuchautorin und Showrunnerin. und Fedoro Musaki, ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Heute wollen wir über das Thema Verträge sprechen und was es da zu beachten gibt, beziehungsweise was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Und alles, was dazugehört. Verträge ist ein Thema, was man als Drehbuchautorin, glaube ich, nicht direkt als erstes denkt, das wird mein Thema sein in der Zukunft. Aber es ist super wichtig und es ist sehr wichtig, dass wir drüber sprechen, weil, wie ich finde, immer noch viel zu wenig drüber geredet wird. Und mich würde jetzt vor allem interessieren, da bei mir der Anfang jetzt schon so lange zurückliegt und ich tatsächlich auch nie in der Situation war, dass ich einen Vertrag ohne meine Agentin verhandeln musste. Wie ist es für dich oder generell jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt für Leute, die aus der Filmhochschule rauskommen oder die jetzt gerade in die Branche einsteigen und vielleicht auch noch in der Situation sind, ihre Verträge alleine verhandeln zu müssen? Was prasselt da so auf einen ein? Also ich kann mich an so ein paar Situationen aus dem Studium erinnern, wo bestimmte Stoffe optioniert wurden oder optiert, sagt man ja. Und das war ganz interessant zu beobachten, dass diejenigen, die noch keine Erfahrung haben im Produktionellen, sofort unterschreiben wollen. Und ich bin da immer ganz vorsichtig. Also weil das muss nicht schnell gehen. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Da muss nicht sofort unterschrieben werden, damit es läuft, sondern es muss oder es sollte im besten Fall nur unterschrieben werden, wenn du keine Bauchschmerzen hast. Mhm. Oder wenn zumindest eine Person noch drüber gelesen hat. Ja. Und bei mir war es so, ich habe ja auch viele Jahre in der Produktion selbst gearbeitet. Das heißt, Verträge sind immer so, ne, die kommen und es ist halt Bürokratie. Mhm. Und das macht vielleicht auch im ersten Moment irgendwie Angst, weil du dich damit auseinandersetzen musst. Aber ich finde das so wichtig, dass du auch als Drehbuchautorin für dich selber dich mal mit Verträgen beschäftigt hast, damit du weißt, was kannst du denn überhaupt verlangen? Nicht Geld. Es geht nicht immer um Geld, sondern es geht halt auch um Credits. Es geht um Erstanbietungsrecht. Es geht darum, ob du im Writers Room sitzen darfst. Es geht darum, ob du ein Drehbuch schreiben darfst oder ob du nur ein Treatment schreiben sollst und so weiter und so Ja. fort. Ob du ausgetauscht werden kannst. Ob du ausgetauscht werden kannst und nach welcher Zeit, ne? Ja. Weil wenn du dann plötzlich jemanden als Setwriter da sitzen hast, eine Person, die irgendwie nach 2 Tagen denkt: „Ey, irgendwie mag ich deine Frise nicht“ und dich austauschen will, dann ist das halt auch irgendwie nicht geil. Deshalb also, ich glaube, du bist in einer sehr fragilen Situation, vor allem wenn du im Studium bist, weil du dich so abhängig fühlst Mhm. und in so einer Bittstellerposition bist Ja. in irgendeiner Form. Und dann kommen halt so Gatekeeper, wenn wir dann schon mal bei den Begriffen sind, die dann sagen: „Ey, das Gate ist für dich jetzt open, Mhm. gib mir deinen Stoff.“ Ich glaube, das ist einfach wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch einige Verträge schon im Studium unterschrieben hatte. Einige, mit denen ich nicht so happy war, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht so gut festgehalten wurden, wie ich sie mir gewünscht hätte. Und dann habe ich im Studium oder gegen Ende des Studiums auch eine Agentur gehabt und ab dann hat die halt für mich verhandelt. Und trotzdem gucke ich natürlich immer über die Verträge auch. Am Anfang von meiner Karriere habe ich auch oft Dinge dann unterschrieben, wo ich für relativ wenig Geld dann doch sehr viel gemacht habe. Mhm. Und das war an dem Punkt, weiß ich nicht, ob das richtig war. Es hatte sich dann für mich so angefühlt, ich musste es machen. Irgendwann über die Jahre habe ich dann angefangen, solche Angebote nicht nur auszuschlagen, sondern ich habe dann auch gesagt, wenn ihr mir so wenig Geld für das anbietet, dann schreibe ich es lieber erstmal nur für mich, weil dann nämlich, und das muss man wissen, wenn man Verträge unterschreibt, man wird bezahlt nicht nur für die Leistung, die man bringt, sondern vor allem auch für die Rechte, die man abgibt. Man verliert die Rechte an seinem Stoff im Gegenzug für Geld. Mhm. Und das musste ich dann erst irgendwann schmerzlich merken. Es gibt teilweise Stoffe von mir, die liegen irgendwo, die müsste ich mir für teuer Geld irgendwie zurückkaufen. Die sind weg und sind quasi tot in einer Produktionsfirma. Und sowas passiert mir heute nicht mehr. Ich sage dann aus einer privilegierten, etablierten Situation heraus, dann schreibe ich diese Projekte für mich
Und wenn die an einem Punkt sind, wo ich sage, jetzt bin ich bereit, um damit nochmal zu irgendwelchen Leuten zu gehen und zu sagen, habt ihr da Lust darauf, dann bin ich in einer ganz anderen Situation, weil ich das für mich quasi schon so weit gebracht habe, dass ich eben nicht mehr so sehr am Anfang stehe, dass ich auch auf dieses Anfangsgeld so angewiesen bin. Und dadurch kann ich länger die Rechte an den Stoffen bei mir behalten und dadurch länger auch eine Kontrolle darüber bewahren, mit zu wem gehe ich da jetzt mit. Das ist jetzt natürlich schon aus einer sehr etablierten Sicht gesprochen, aber das musste ich auch erstmal verstehen, dass ich meine Rechte an meinen Stoffen verkaufe und dann kein Recht mehr habe, dass wenn die Produktionsfirma dieses Projekt irgendwie, man sagt ja, man geht dann damit hausieren, man geht damit shoppen, so, man stellt es eben bei Sendern, Streamern vor und wenn da niemand zubeißt, dann ist das Projekt nämlich erstmal tot. Und was passiert dann damit? Die Rechte liegen dann bei der Produktionsfirma und nicht mehr bei dir. Was machst du dann? Also du bringst den Stoff zu einer Produktionsfirma, die optioniert den, die nimmt den dann und geht als Produktionsfirma für dich quasi, aber mehr auch im eigenen Interesse zu Sendern, Streamern, stellt das Projekt vor. Und wenn das Projekt dann so oft vorgestellt wurde und abgelehnt wurde, dass es gar keine Zukunft in dem Moment hat, gehen die Rechte dann nach einer kurzen Zeit, je nachdem, was für einen Vertrag du hast, zurück an dich. Aber dann sind die Stoffe verbrannt und dann kannst du die erstmal nicht verwenden. Genau, also es sind jetzt zwei unterschiedliche Punkte. Einmal bei einer Option, da liegen die Rechte dann wieder bei dir, wenn die ausläuft. Aber wenn du einen richtigen Vertrag gemacht hast, dann liegen die Rechte komplett bei der Produktionsfirma. Und das sind halt Verträge gewesen, die ich am Anfang meiner Karriere gemacht habe, wo ich eben auch so ein bisschen weniger auf bestimmte Dinge geachtet habe. Zum Beispiel, mit wem arbeite ich da eigentlich zusammen? Da bin ich mittlerweile einfach viel mehr hinterher zu verstehen, wer ist mein Gegenüber, mit wem arbeite ich da wirklich zusammen. Und damals war es eben so, oh, da ist ein Produzent und der ist interessiert an meinem Stoff und der will den mir für dieses Geld abkaufen. Na klar, und dann machen wir das. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, in diesem Vertrag steht nicht mal drin, dass ich ab einer bestimmten Zeit es zurückkaufen darf. Also die Rechte liegen einfach komplett bei dieser Produktionsfirma. Krass. Also du hast nichts mehr mit diesem Stoff zu tun. Nee. Also ich meine, er ist mir jetzt auch nicht wichtig genug, als dass ich sagen würde, ich treibe irgendwo dieses Geld auf oder ich finde eine neue Produktionsfirma. Das habe ich zwischendurch auch mal probiert. Das hat nicht so richtig funktioniert. Wahrscheinlich, das ist einer von diesen 3 Stoffen, die ich, glaube ich, in der ersten Folge erzählt habe, von den Pitches, die ich an den Mann gebracht habe, das ist der eine, der nicht weitergegangen ist. Ah, ja. Das ist der. Genau. Der Kreis schließt sich. Ja. Was findest du jetzt gerade für dich aktuell sind so die Themen bei Verträgen, die dich umtreiben? Also wo sagst du, hätte ich das mal früher gewusst? Oder wenn ich diesen Rat früher gehört hätte, dann wäre das und das nicht passiert? Also ich glaube, dadurch, dass ich sehr vorsichtig mit dem Unterschreiben von Verträgen bin und auch keine Verträge unterschreiben würde, wo ich meine Rechte komplett abgebe. Klug. Ja, da bin ich schon sehr vorsichtig, weil ich hänge auch sehr an meinen Geschichten. Ja. Das machen wir natürlich alle. Ich bin da aber ein Messi. Und ich glaube, wenn ich nicht die Zusicherung habe, dass das wirklich auch Potenzial hat, dass das in naher Zukunft gemacht wird, dann möchte ich ungern, dass mein Stoff irgendwo verstaubt. Und das war bisher einfach noch nicht so der Fall bei meinen Stoffen. Deshalb kriege ich die Rechte eigentlich relativ schnell zurück. Und dadurch, dass ich jetzt auch eine Agentur habe, läuft auch ganz viel über die. Und ich gucke natürlich auch über meine Verträge. Guter Tipp, finde ich. Immer auch nochmal selber gegenchecken. Auf jeden Fall. Ist wirklich alles drin, was einem wichtig war? Klar, weil es kann auch sein, dass deine Agentur davon ausgeht, dass es dir gar nicht so wichtig ist, dass du Showrunnerin bist oder dass es dir nicht wichtig ist, dass du Headwriterin in dem Projekt bist. Und vielleicht gibt es auch welche, wo es dir nicht wichtig ist, aber das gegenzuchecken ist total wichtig. Was ich aber gemerkt habe, also von KollegInnen, die auch jetzt schon länger nicht mehr studieren, die mir gesagt haben, hätte ich mal gewusst, dass ich keinen 3-Jahres-Vertrag für 300 € unterschreiben muss, Optionsvertrag, 3 Jahre, 300 €. What? Dann hätte ich das nicht gemacht. Und das sind so Dinge, die mich also auch extrem aufregen, weil ich es einfach unfair finde. Da ist der Nachwuchs und die wollen unbedingt was machen. Und du nimmst denen einen Stoff weg und bleibst nicht mal im Austausch mit denen. Das ist nicht cool. Und wenn du halt merkst, die Leute sind engagiert und haben Bock und das wird dann einfach so in Anführungszeichen ausgenutzt, weil ich glaube nicht, dass das irgendjemand immer böswillig meint, aber es ist halt auch ein Markt, auch ein Wirtschaftsmarkt. Es geht natürlich auch um Geld.
Ähm, sind so Dinge, wo ich gerne einfach meinen KollegInnen oder dem Nachwuchs weitergeben möchte. Unterschreibt nicht sofort, tauscht euch einfach mit anderen Leuten aus. Mhm. Weil es gibt auch umgekehrt, und das höre ich auch immer mehr, auch wieder so eine Position von jungen DrehbuchautorInnen, die dann sagen, ich hätte gerne für mein erstes Konzept 5.000 €. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber 5.000 €. Ich kenne Leute, die arbeiten auch schon seit 20 Jahren in der Branche und kriegen auch immer noch nur 5.000 € für ein Konzept. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal jetzt dahingestellt. Aber die Dinge in Relation zu sehen und zu gucken, okay, wenn ich das Geld nicht haben kann, Mhm. was kann ich sonst dafür haben? Ja. Was ist mir sonst wichtig? Weil dann kannst du sagen, okay, guck mal, ich kriege jetzt 300 € für das Konzept. Dafür möchte ich aber, dass im Vertrag drin steht, dass ich das Erstanbietungsrecht habe. Und dann ist wieder die Frage, kriegst du das verhandelt mit der Produktion? Weil die Produktion ist auch immer davon abhängig, was Sender und Streamer sagen. Und Sender und Streamer haben meistens ihre eigenen Leute, mit denen die schon seit Jahren zusammenarbeiten, die auch gerne auf Erfahrungen zurückgreifen, die sie gemacht haben. Und dann kriegst du halt das Erstanbietungsrecht nicht. Mhm. Also das ist auch einfach von so vielen Dingen abhängig. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, wer den längeren Atem hat und ob du das wirklich bei der Person siehst, mit der du gerade verhandelst. Ich glaube auch, dass es immer darum gehen sollte, was ist dir wichtig? Und bei mir ist es so, dass es bei jedem Projekt anders ist. Also jedes Projekt wird anders verhandelt, weil bei dem einen Projekt sind mir bestimmte Dinge viel weniger wichtig. Da sage ich dann auch meiner Agentin, das und das ist bei dem Stoff jetzt in Ordnung, wo ich bei meinen eigenen Stoffen da ganz anders verhandeln würde und da auch viel rigoroser wäre mittlerweile natürlich. Mhm. Am Anfang meiner Karriere natürlich auch nicht. Aber mittlerweile ich auch einfach sage, nö, wenn das und das nicht gegeben ist, dann muss ich das auch nicht mit dir machen, dann mache ich es halt mit einer anderen Person, für die das in Ordnung ist. Aber klar, dafür braucht man natürlich auch erstmal ein bestimmtes Standing und Selbstbewusstsein. Und vor allem bin ich auch immer im engen Austausch mit meiner Agentin, die immer Mhm. entweder nachfragt, Steffi, ist das so in Ordnung für dich? Oder hast du da besondere Wünsche? Oder ich sage, bei dem Projekt ist mir das wichtig, dass das und das und das im Vertrag steht und seit Kontrakt 18 immer auch die Kontrakt 18 Punkte mit rein verhandelt werden, was alleine auch das immer schon zu großem Aufschrei manchmal führt und man dann auch wieder mit Produktion sprechen muss. Also auch das passiert mir oft, obwohl ich, wie gesagt, immer eigentlich mit meiner Agentin die Verträge verhandle, dass man manchmal dann doch auch wieder einmal einnorden muss bei der Produktion. Warum ist mir das jetzt gerade wichtig? Warum habt ihr damit auch gerade ein Problem? Ich finde es auch immer wichtig, nochmal zu verstehen, auch was du gerade sagst, die Leute wollen einem ja meistens nichts Böses und meistens haben die auch ihre Gründe oder haben das und das vielleicht auch gar nicht verstanden und dann bist du irgendwie angepisst, weil du hörst, das geht jetzt gar nicht, hä, warum? Und wenn du dann mit der Produktion sprichst, merkst du plötzlich, ach so, ihr hattet das so verstanden. Nee, so meine ich das gar nicht. Ich meine das ja so. Und dann sagen die, ach na dann geht's. Dann muss man es nur so und so formulieren. Oder meine Agentin, die findet dann auch oft einfach eine gute Lösung oder sagt, dann formulieren wir das so und dann passt es für euch beide. Also mein Learning war, dass es immer hilft, in den Austausch miteinander zu kommen, wenn es zu Problemen während der Verhandlung kommt, die einen irritieren oder die dann im Zweifelsfall ja auch, und das soll ja nie passieren, das kreative Verhältnis dann so befleckt, weil man sich denkt, warum verhält die Person sich denn jetzt gerade so? Und ich glaube, es ist immer besser, dann den Austausch zu suchen und dann auch zu merken, verstehen wir uns hier gerade wirklich gar nicht oder ist es nur ein Missverständnis, was auch ausgeräumt werden kann und wo wir auch eine Lösung für finden? Also ist eine Offenheit da, auch von beiden Seiten oder eben nicht? Und es ist auch okay, wenn nicht, aber dann ist es eben nicht die Zusammenarbeit und ist man an einem Punkt, wo man sich das rausnehmen kann, zu sagen, dann nicht. Oder ist man an einem Punkt, wo man sagt, dann gehe ich das jetzt ein, aber wie du sagst, dann ist mir das und das wichtig. Und dann versuche ich zumindest das Mindeste dabei rauszubekommen. Kannst du für die Zuhörerin einmal erklären, was Kontrakt 18 ist? Kontrakt 18 war ein Zusammenschluss, der 2018 von DrehbuchautorInnen getätigt wurde, um diverseste Grundrechte eines Drehbuchautors, einer Drehbuchautorin in Verträgen durchzusetzen. Sowas wie, dass wir bei der Frage nach der Regie
mitentscheiden dürfen, bei Rohschnittsichtungen dabei sein dürfen, bei Leseproben eingeladen werden. Das passiert ganz oft nicht. Wir schreiben das Drehbuch, wir schreiben, was da passiert. Dann treffen sich Schauspielende und die Regie und die Produktion, um über das Buch zu sprechen, das Buch zu lesen. Und wer wird nicht eingeladen? Die Autorin. Also die Person, die es quasi so aus ihrem Kopf heraus kreiert hat und geschrieben hat, soll dann komplett raus. Genau. Und das sind ungefähr die Punkte von Kontakt 18 auch, dass man in Pressemitteilungen genannt wird. Das ist halt auch oft der Fall, dass Drehbuchautorinnen vergessen werden, nicht genannt werden, hinten übergefallen werden, nicht zu Premieren eingeladen werden, auch schon passiert. Einfach vergessen, oft eben auch das, nicht böse Absicht, sondern einfach vergessen. Warum? Weil die Autorin immer am Anfang des Schaffensprozesses steht und dann erst die ganze Maschinerie, wenn das Ding dann gedreht wird, am Laufen ist, dann die ganzen Schauspieler, das ganze Team, die ganze Crew dazu kommt, dann die Autorin ihren Job im Idealfall ja schon erledigt hat, fertig ist und dieses ganze Team, dieses ganze Drumherum gar nicht mehr mitbekommt und auch das Team die Autorin nicht mehr mitbekommt und dadurch dann die Person, die am Anfang steht, oft vergessen wird. Und auch sowas finde ich persönlich mittlerweile wahnsinnig wichtig im Vertrag drin zu haben, wo es eben, wie du sagst, überhaupt gar nicht mehr darum geht, jetzt eine Gage zu verhandeln oder dann auch Credits, sondern wirklich so ganz andere fundamentale Rechte, von denen man ursprünglich so als hoffnungsvolle Drehbuchautorin am Start dachte, das ist doch ganz normal und selbstverständlich ist es eben leider nicht. Und deswegen bin ich dann damals auch Kontakt 18 beigetreten und lass mir diese Punkte in meine Verträge verhandeln. Wir sind ja auch beide im Drehbuchverband und engagieren uns ja auch beide im Drehbuchverband, der ja auch sich immer für die Rechte der AutorInnen einsetzt. Und auf unserer Seite gibt es auch bestimmte Paragraphen, die wir aufgelistet haben, die auf jeden Fall in Verträgen, auf die ihr achten solltet, die auch drinstehen sollten, die auch eure Rechte schützen. Und mein Tipp wäre da einfach zu sagen, okay, ich gucke mir eben die DDV-Seite an und suche mir die entsprechenden Infos oder Kontrakt 18 und nehme mir das wirklich zu Herzen, was da steht. Und tausche mich mit Leuten aus, die bereits Verträge unterschrieben haben oder frage vielleicht sogar Produzentinnen meines Vertrauens. Meistens sind die Leute auch wirklich toll und nett und wollen helfen, also meiner Erfahrung nach. Ja. Was hast du denn so für Tipps noch? Wie gehst du damit um, wenn du ein richtig geiles Serien- oder Filmkonzept hast und jemand schickt dir einen Vertrag zu und du bist dann alleine in deinem stillen Kämmerchen? Ich muss sagen, ein Verständnis dafür zu bekommen, fände ich schon mal so das allererste, was, glaube ich, hilft auf dem Weg, mit Verträgen gut leben und arbeiten zu können. Und aber auch eben sich immer Unterstützung zu holen, immer Austausch, immer Erfahrungswerte auch von anderen. Ich finde vor allem auch mit Gage. Also 300 € über 3 Jahre, das ist nicht okay. Das ist wirklich nicht okay. Es gibt so Richtwerte. Ich würde immer sagen, bei Optionsverträgen 100 € pro Monat oder auch pro Seite einen Tausender. Das sind natürlich jetzt etabliertere Gagen, aber die sind realistisch. Die sind nicht unrealistisch. Und ich finde, sich an realistischen Gagen zu orientieren und zu wissen, da liege ich jetzt so weit drunter, das ist wirklich nicht okay. Und von der Verhandlungsseite, von den Verträgen hört man dann oft so, das haben wir ja noch nie gehört, das haben wir so noch nie gemacht. Genauso kann man auch sagen, aber von solchen Summen habe ich noch nie gehört und so was Weniges. Alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben so wenig noch nie bekommen. Also, dass man auch ein bisschen versucht, so eine ähnliche Haltung in der Verhandlung. Es ist eben einfach nur eine Verhandlung. Es ist ja nicht so musst du es unterschreiben, sondern es ist ein Angebot. Und das auch als solches zu verstehen. Es ist ein Angebot, was immer auf einer Verhandlungsbasis operiert und nie, das musst du jetzt so friss oder stirb unterschreiben. Ich glaube aber, beziehungsweise was ich mir vorstellen kann, weil, wie gesagt, ich muss zum Glück nicht mehr in die Verhandlungen rein, weil ich es auch super gerne habe, dass ich das trenne. Also das Geld von dem kreativen Prozess, weil sonst musst du da um 100, 500 € die ganze Zeit da kämpfen und dann sitzt du halt trotzdem in Gesprächen über den Stoff und dann hast du das halt irgendwie, trägst du das mal mit. Deshalb, ich bin da auch froh drüber, dass ich das trennen kann, aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die halt eben keine Agentur haben und die müssen halt in diese Verhandlung rein.
Und es ist natürlich, klar, das ist dein Job als Produzentin für eine Produktionsfirma, einen Stoff so günstig wie möglich zu bekommen, den am besten, so gut es geht, auszuarbeiten und den im besten Fall natürlich zu verkaufen. Ja. Aber gerade NewcomerInnen, und das sehe ich ganz oft, sind halt einfach in einer Bittstellerposition und sie sitzen da und müssen sagen, nein, ich mache es jetzt nicht für die 300 Euro, wie die Kollegin, die das gemacht hatte, deren Stoff dann auch 3 Jahre lang dann weg war und dann konnte sie den auch nicht mehr machen, weil dann war es auch so. Und ich überlege gerade, was eine Möglichkeit wäre, da als Newcomerin sich vorzubereiten, solche Vertragsverhandlungen zu machen. Ich dachte gerade, das vorab zu üben. So vorm Spiegel oder mit Nicht einer nur vom anderen Person. Spiegel, genau, sondern mit einer anderen Person und der zu sagen, du bist jetzt nicht gewillt, dich zu bewegen und dann daran zu üben, wie kriege ich die Person vielleicht doch dahin, mir das zu geben, was ich haben will, oder dass man sich zumindest in der Mitte trifft. Und wenn man das schon mal einmal geübt hat und sei es auch eben nur mit einer Freundin oder einem Freund, ich glaube, dann hat man einmal schon mal bestimmte Sätze oder Formulierungen für sich gefunden, die man in bestimmten Situationen dann abrufen kann, wenn man dann plötzlich, und das passiert ja oft dann in solchen Situationen, in so eine Druck- oder Notsituation gerät, wo man vielleicht auch kurz sich überrumpelt fühlt zum Beispiel oder wo dann so ein bisschen vielleicht auch manipulative Formulierungen fallen, dass man da schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet ist und zu sagen, das fand ich auch immer ganz wichtig, was meine Agentin sagt. Man muss nie in dem Moment zu irgendwas zusagen. Man kann immer sagen, das habe ich gehört, da denke ich drüber nach, da reden wir dann das nächste Mal drüber. Das finde ich super. Sich Zeit zu kaufen, indem du nicht Ja oder Nein sagst, sondern einfach wirklich, so wie du gerade gesagt hast, ist eigentlich ganz gut. Ich habe das gehört, ich werde nochmal drüber nachdenken müssen, aber danke für das Gespräch. Ja. Und so. Das ist, Ganz genau. sich Zeit zu kaufen, indem du die Entscheidung vertagst. Ja. Und das kann total helfen. Ja. Und ich glaube, was auch, das hattest du eben erwähnt, mit dem sich austauschen, was ist denn da überhaupt an Gage möglich? Weil wenn du sagst 100 Euro pro Monat für eine Optionierung, die erst 6 Monate geht und dann auf weitere 6 Monate meistens verlängert wird und dann eventuell noch länger geht, ist natürlich viel Geld, auch für kleine Produktionsfirmen. Und ich glaube, dass für NewcomerInnen meistens eher die Hälfte drin ist, wenn überhaupt. Und sich dann aber eben zu überlegen, okay, wenn ich das Geld nicht kriege, dass du zumindest für dich diese Punkte hast, die dir wichtig sind und die du auf jeden Fall durchbringst. Ja. Weil wenn du sagst, ich unterschreibe den Vertrag nicht, wenn nicht da drin steht, dass ich im Writers Room sitze, das geht leider für mich nicht, völlig fein. Ja. Also da kannst du dich einfach gerade hinsetzen und sagen, das kann ich leider nicht machen. Und das zu üben, das ist so geil, weil ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast, dann hast du so richtig so Street Credibility sozusagen. Das ist auch eine andere Position auch für dich. Oder zu sagen, ohne Erstanbietungsrecht geht das für mich leider nicht. Und das muss gar nicht zu einem Streit führen, sondern das kannst du auch einfach vertreten für dich als dein Anwalt sozusagen. Und ich hatte auch mal eine Kollegin, die hat immer gesagt, sie ist sonst immer, weiß ich nicht, sagen wir mal so, ich bin hier Fitore. Wenn ich aber verhandle, bin ich Viktor. So. Und Viktor darf halt alles. Ja, super. Und wenn ich zurück bin, darf ich als Fitore von mir aus weinen und sagen, oh mein Gott. Aber Viktor, der geht rein und verhandelt richtig krass für mich. Also sich so Mechanismen zu überlegen, wie schaffst du es für dich einzustehen, ohne dass du irgendwie brichst und dass du wieder in so eine Bittstellerposition kommst und du dann wirklich auch so mit dir reden lässt und dir sagen lässt, du bist ja nur Newcomerin. Ja. Schade, ich kann dir da leider nichts geben, weil so wie ich das verstanden habe, ich habe zwar erst seit einem Jahr meinen Abschluss, aber wir haben beide die gleichen Probleme in den Vertragsverhandlungen, was ich echt krass finde. Ja. Ich finde es auch super spannend, was du gerade über Haltung gesagt hast und Viktor und nicht Fitore. Das wäre auch noch so ein Tipp, dass man ich weiß nicht, ob du die Wonder Woman-Position kennst, wo man die Arme seitlich sich in die Hüften stemmt und so diese Position 2 Minuten hält, ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass man ein anderes Auftreten danach hat, selbstbewusster ist, stärker wird und auch klarer.
Und das mache ich manchmal tatsächlich auch, wenn ich so das Gefühl habe, boah, irgendwie bin ich gerade heute nicht in meiner Energie und jetzt habe ich auch noch dieses anstrengende Gespräch vor mir, dann mache ich sowas und dann fühlt man sich tatsächlich stärker und aufgerichteter. Und ich höre manchmal dann auch Podcasts vorab, wo es zum Beispiel irgendwie, dann suche ich einfach, gibt es irgendwie einen Podcast, wo es um Vertragsverhandlungen geht oder wo es darum geht, wie führe ich Konfliktgespräche oder sowas. Und dann höre ich mir das an und höre mir die schlauen Tipps an. Und dann fühle ich mich danach schon ganz anders darauf vorbereitet und dann auch nicht mehr so überfahren. Ich habe mich früher viel überfahren und überrumpelt in solchen Situationen gefühlt. Und sowas passiert mir einfach nicht mehr, aber weil ich mich anders darauf vorbereite. Also ich glaube, Vorbereitung ist key, damit also wenn du weißt, was du willst, Richtig. und wenn du das für dich formuliert hast, Ja. dann kannst du auch dafür einstehen. Du kannst es am Ende vielleicht trotzdem nicht bekommen, Ja. aber dann bist du nicht in ein Gespräch reingegangen und warst vollkommen unvorbereitet. Und dann kannst du auch nicht für dich einstehen. Richtig. Ich hatte das einmal auch, wo es um eine Credit-Geschichte ging, wo es darum ging, dass ich um einen bestimmten Credit gekämpft habe gegen die Produktionsfirma, die am Ende das entschieden hat und die versucht haben, mich davon abzubringen. Und ich habe mich nicht davon abbringen lassen. Und ich war sehr stolz darauf, weil die mich auch wirklich dann zwischendurch stand im Zug und ich hatte kaum Empfang und ich habe nichts gehört. Wir müssen das jetzt klären, weil jetzt passiert das und das muss jetzt geklärt sein. Und ich trotzdem dabei geblieben bin. Ich habe es dann trotzdem aber auch nicht bekommen. Aber ich bin total stolz auf mich gewesen, dass ich das trotzdem durchgezogen habe und dass ich bei mir geblieben bin eben und auch diese Erfolgserlebnisse zu haben, selbst wenn es nicht das Outcome war, was man sich gewünscht hat, aber zu merken, ich kann aber trotzdem in diesen Situationen bei mir bleiben und für mich einstehen, war dann der größere Gewinn und im Nachhinein, und das ist ja auch immer das Ding, ist mir dann schlauer, da wusste ich dann, beim nächsten Mal muss ich genau das und jenes in so einer Situation dann nachverhandeln, weil das kann man nämlich übrigens auch machen. Wenn sich Dinge ändern, und das tun sie oft in solchen Prozessen, wo du dann plötzlich irgendwie eigentlich dafür angestellt wurdest, aber jetzt plötzlich was ganz anderes machst, dass man da nochmal besser nachverhandelt. Mhm. Ja, ich glaube, Nachverhandlungen sind angenehmer, wenn sie über eine Agentur gehen. Wenn du aber alleine bist, frage ich mich, wie machst du das dann? Schreibst du dann, hallo, ich soll jetzt 20 Seiten schreiben statt nur 3. Bitte gib mir jetzt auch das so und so vielfache von dem, was ihr mir versprochen habt. Oder lass uns nochmal über die Bedingungen sprechen. Ich würde immer eher vorschlagen, das Gespräch zu suchen, im Gespräch bestimmte Dinge festzuhalten, wir verhandeln jetzt nach, es geht um diese und jene Position und diese und jene Eckpfeiler sind schon im Gespräch gefallen und das dann einmal per E-Mail rausschicken und dann kann dann auch schon die Anwaltsabteilung den Vertrag aufsetzen und dann kann man dann anhand dessen, was dann tatsächlich dasteht, dann auch nochmal genauer sprechen. Aber ich würde am Anfang immer das persönliche Gespräch suchen. So sehr das auch manchmal schwierig ist, ist es immer auch für dich in deiner Position besser, wenn du der Person in die Augen blickst, weil dann auch die merkt, dass sie es hier mit einem Menschen zu tun hat und nicht irgendwie mit irgendwelchen Paragraphen. Hast du das schon mal selber gemacht? Eine Nachverhandlung habe ich, glaube ich, in dem Sinne nicht gemacht, aber wie gesagt, bei diesem Ding, wo es jetzt um die Credits ging, da war es dann auch so, dass es gibt manchmal Produktionsfirmen, die gehen immer den Weg über die Kreativen und nie über die Agentur, weil es natürlich immer anstrengender ist über die Agentur. Und da war es eben auch so, dass ich dann am Ende mit denen kommuniziert habe und nicht sie mit meiner Agentur. Ja. Hast du denn für dich so Punkte, wo du sagst, die hast du für dich festgelegt in den letzten Jahren und ohne die würdest du einen Vertrag auch nicht unterschreiben? Ja. Also ich würde immer versuchen, so viel Geld wie möglich am Anfang zu bekommen, weil es ja so ist, dass Drehbuchverträge, die Gage, es gibt eine feste Summe X, sagen wir, du kriegst 60.000 € für dieses Drehbuch. Und dann denkst du dir, 60.000 klingt ja mega, ich bin reich. Stimmt aber gar nicht, weil 50% davon kriegt man in der Regel erst bei Drehstart. Und dass tatsächlich etwas gedreht wird, passiert in vielleicht 5% aller Fälle. Also in 5% von allen deinen Aufträgen, die du hast, passieren davon vielleicht 5%. Das heißt, von dieser Gage kannst du 30.000 schon mal zur Seite legen, weil die kriegst du wahrscheinlich sowieso nie. Weil das meiste nicht gedreht wird. Richtig.
Das heißt, du bist schon mal nur noch in Anführungszeichen bei 30.000. Und wie lange hast du dann für diese 30.000 quasi dann gearbeitet? So, das kommt drauf an. Manchmal kommst du später dazu, dann ist es vielleicht nur in Anführungszeichen ein halbes Jahr, aber ganz oft sind es auch 3 Jahre oder 5 Jahre. Mhm. Das ist im Vertrag nicht festgelegt, auf welche Zeitspanne das gesetzt wird. Es geht dann nur darum, diese 30.000 sind dann eben nochmal unterteilt in, du kriegst die erste Rate bei Vertragsunterschrift, die zweite Rate kriegst du bei Lieferung erste Drehbuchfassung, oder noch schlimmer, du kriegst die erste Rate nur erst bei Abnahme erste Drehbuchfassung. Ist wieder die Frage, was heißt überhaupt Abnahme? Mhm. Und so weiter. Und so teilt sich das auf in kleine Kleckerbeträge und am Ende arbeitest du 3 Jahre lang für insgesamt vielleicht 30.000 Euro. Und deswegen würde ich immer versuchen, am Anfang das meiste Geld zu bekommen, weil manchmal steigt man dann nach einem Jahr aus oder das Projekt geht nach einem Jahr gar nicht weiter und dann würdest du bestimmte Raten gar nicht mehr bekommen oder eben bestimmte Summen nicht mehr bekommen. Deswegen versuche ich immer so viel wie möglich am Anfang zu bekommen. Was mir noch wichtig ist, ist, dass die Nennung schon im Drehbuchvertrag klar aufgeteilt ist. Also der Credit. Welchen Credit bekomme ich? Bin ich hier in Anführungszeichen nur Drehbuchautorin? Bin ich Head-Autorin? Bin ich Creatorin? Bin ich Head-Autorin und Creatorin? Bin ich Showrunnerin? Was bedeutet Showrunnerin? Auch das zu definieren. All diese Dinge, dass die Nennung wirklich schon ganz klar ist. Und das ist für mich eigentlich somit das Wichtigste. Oft verstehen Leute nicht so genau, warum Credits so wichtig sind. Für uns ist das so ein bisschen die Währung. Das ist das, was auf unserer Vita draufsteht. Ich habe diesen und jenen Job gemacht und das kann man sich da und da anschauen und da steht mein Name im Vor- oder Abspann. Aber es ist ja auch einfach ein Recht, also ne, dass du darum kämpfen musst. Man muss schon immer darum krass. kämpfen. Man muss ganz oft darum kämpfen, vor allem wenn es darum geht, gerade sowas wie Creator zu sein oder auch Head-Autorin, was bedeutet das genau? Dann gibt es einen eigenen Head-Autorin-Vertrag, dann kriegt man dafür wieder extra Geld, das kostet alles mehr und so weiter. Das muss alles festgehalten werden. Und was ist mir noch wichtig, dass ich die Erstanbietung bekomme, wenn es mein eigener Stoff ist, dass wenn das Ding in Auftrag gebracht wird, dass es mir dann auch zuerst angeboten wird. Ich verstehe, dass es für NewcomerInnen schwieriger ist, natürlich. Aber auch da kann man ja vielleicht eine Offenheit finden, indem man sagt, gemeinsam mit einer erfahrenen Autorin, die in Absprache mit mir gemeinsam gefunden wird. Sowas. Also ich versuche auch oft so Formulierungen zu finden in Absprache mit mir. Es kann gerne neue AutorInnen geben in Absprache mit mir. Das ist tatsächlich, das ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil ich auch den Fall hatte zu einem Serienkonzept, wo es darum ging, also A, welche Credits ich bekomme, also vor allem created by und so weiter. Und B, wenn ich keine Zeit haben könnte, dass die Produktionsfirma jemanden eben suchen darf. Ja. Und das war ein krasser Hassel, dass ich da mit reingebracht habe, dass ich auf jeden Fall mitbestimmen will, wenn ich die Regie nicht machen kann, wer das macht. Wenn ich in einem anderen Projekt stecke und nicht schreiben kann, dass ich mitentscheiden darf, wer das macht. Weil das ist einfach so wichtig, wie du gerade auch gesagt hast, so, du machst die Mappen, um deine Vision schon mal zu erzählen und zu gucken, seid ihr aligned damit so? Könnt ihr da irgendwie eine gemeinsame Sprache finden? Weil im schlimmsten Fall soll dein Film dann rosa werden, obwohl der für dich aber eigentlich in irgendwelchen Ockerfarben war, was weiß ich. Und das finde ich total wichtig, auch Mitbestimmungsrecht zu haben bei einer Sache, die du selber kreiert hast. Ja. Und das geht nicht immer. Ich glaube auch, und diesen Tipp hat mir mal jemand gegeben, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das fand ich sehr, sehr interessant, dass du nicht unbedingt direkt deine eigenen Sachen machen sollst, sondern sammel erst Erfahrung. Weil die eigenen Sachen zu machen und da zu fallen in irgendeiner Form, wie auch immer, schlechten Vertrag ausgehandelt, Projekt dann doch nicht gut gelaufen, wie auch immer, dass du das nach hinten anstellst und erstmal andere Projekte machst, in denen du dir Fehler erlauben kannst, aus denen du lernen kannst, um dann dein eigenes Projekt zu machen. Das gilt nicht für alle. Das haben wir jetzt auch in den ersten beiden Folgen besprochen. Es gibt verschiedene Wege, um irgendwo hinzukommen. Aber dass du zumindest Prioritäten setzt, wo willst du wann sein? Und dazu gehört ja auch dann so ein Zukunftsplan, was jetzt nochmal was anderes als Vertragsverhandlung ist, aber ein Vertrag mit dir sozusagen.
An wen sollte man sich denn im Idealfall wenden, wenn man jetzt noch keine Agentur hat? Also natürlich am besten an eine Medienanwältin oder an einen Medienanwalt. Mhm. Wenn du auch dafür kein Geld hast, was halt sehr oft der Fall ist, was bei mir am Anfang meiner Karriere der Fall war. Ich habe einfach Leute angerufen oder angeschrieben, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Mhm. Also ganz tolle Produzentinnen, Mhm. die sich damit auskennen, denen ich einfach schnell eine SMS geschrieben habe und gesagt habe: „Hey, Hilfe, ich brauche kurz mal deine Einschätzung zu dem Vertrag. Ich habe irgendwie Bauchschmerzen und weiß nicht, ob ich den unterschreiben soll.“ Mhm. Dann schwärze ich immer alles, weil ich finde es auch total wichtig, diskret zu sein mit den Dingen. Einfach damit du dich nicht angreifbar machst, damit du aber auch nicht zu Unrecht jemanden anderen angreifbar machst. Dann schwärze ich immer alles oder schicke nur Passagen und das war bisher immer echt richtig toll. Also, ich habe irgendwie tolle Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die ich anrufen kann und die mir da stundenlang am Telefon zuhören und mir Feedback geben und das dann auch gerne machen und sich daran freuen. Und ich glaube, selbst wenn du nur eine Person kennst, die du das fragen könntest, solltest du es zumindest versuchen, Ja. weil die meisten Menschen freuen sich, wenn sie helfen können, Ja. erfahrungsgemäß. Ja, genau. Also das wäre auch mein Rat, immer mindestens eine Person drüber gucken lassen, die irgendwie Ahnung von der Ja, Materie hat, damit sie dir ungefähr eine grobe Einschätzung geben kann: „Ja, das ist branchenüblich“ oder „Nein, das mhm. geht gar nicht“, so. Und dann weiß man zumindest, womit man es zu tun hat. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in Verträge als Drehbuchautorin geben. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Falls du dir gerade denkst: „Oh Gott, Verträge hasse ich auch sehr“ und Probleme damit schon hattest, teile doch gerne deine Geschichten mit uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich glaube, die Community freut sich auch und im besten Fall lernen wir ja voneinander. Wenn ihr Feedback, Fragen, Anmerkungen habt, dann schreibt uns bei unserer Instagram-Seite writerstatement_podcast entweder in die Kommentare oder gerne auch eine Nachricht. Bleibt gut gelaunt. Tschüss.